Der große Gouda-Test 2026 ist da. Und die Ergebnisse sind teilweise erschreckend. Ist das satte Gold eures Goudas ein Zeichen echter Reife? Oder nur ein chemischer Farbtupfer aus dem Labor? Stecken in der Packung wirklich nur Milch und Salz? Oder haben künstliche Reifebeschleuniger und Enzyme die Natur ersetzt? Warum landet auf fast jeder Käserinde ein Antibiotikum als Pilzschutz, das in unserem Körper absolut nichts zu suchen hat? Genießen wir noch echten traditionellen Käse oder nur ein hochverarbeitetes Industrieprodukt, das uns diese Echtheit nur vorgaukelt? Und die entscheidende Frage: Bezahlt ihr an der Kasse für echte Qualität oder für das leere Marketingversprechen eines Industriegiganten? Genau das nehmen wir jetzt unter die Lupe. Platz 10 wird euch schockieren. Dass ausgerechnet dieser bekannte Name im Labor so heftig durchfällt, hätte selbst ich nicht erwartet. Aber es gibt Hoffnung. Wir haben einen eindeutigen Testsieger gefunden, der zeigt, dass echter, sauberer Käse doch noch existiert. Vom billigen Discounter bis zum teuren Biomarkt. Fakten statt Werbeversprechen. Wir prüfen bedenkliche Konservierungsstoffe, Farbstofftricks und Mineralölrückstände aus der Verpackung. Aber bevor wir mit Platz 10 starten, ich verrate euch nach dem Testsieger einen simplen 3-Sekunden-Trick, mit dem ihr direkt am Abendbrottisch prüfen könnt, ob ihr echten Käse oder minderwertigen Turbo-Gouda vor euch habt. Jetzt aber zum Schockergebnis. Platz 10, Frico. Wir steigen direkt ein mit dem Kandidaten, der für viele die größte Enttäuschung sein dürfte. Frico. Ein Name, der eigentlich für holländische Käsetradition steht. Doch unter unserem Labormikroskop bröckelt die Fassade gewaltig. Obwohl Frico mit Preisen von oft über 2 Euro pro 100 Gramm deutlich im Premium-Segment spielt, finden Tester hier regelmäßig Dinge, die man dort absolut nicht erwartet. Das größte Problem bei diesem Klassiker ist das Konservierungsmittel Natamycin, auch bekannt als E235. Dabei handelt es sich um ein Antibiotikum, das auf die Käserinde aufgetragen wird, um Schimmelbildung zu unterdrücken. Das ist zwar gesetzlich erlaubt, führt aber bei Experten wie denen von Ökotest regelmäßig zu einer massiven Abwertung auf mangelhaft. Der Grund ist simpel: Werden solche Antibiotika ständig über Lebensmittel aufgenommen, können Bakterien im menschlichen Körper Resistenzen entwickeln. Im Ernstfall wirken Medikamente dann nicht mehr, wenn man sie wirklich braucht. Besonders tückisch ist das bei fertig geschnittenen Scheiben, da der Stoff von der Rinde leicht auf den restlichen Käse wandern kann. Zusätzlich kämpft Frico, wie viele Marken in Plastikverpackungen, immer wieder mit Mineralölrückständen. Mosch, die aus der Folie in das Fett des Käses übergehen können. Ihr zahlt hier also einen stolzen Preis für einen Markennamen, bekommt dafür aber ein Produkt, das laborchemisch weit hinter der günstigen Konkurrenz zurückbleibt. Wer ein reines Naturprodukt sucht, wird hier leider enttäuscht. Hättet ihr das gewusst, dass ein so großer Name beim Thema Gesundheit so ins Stolpern gerät? Wenn ihr wollt, dass wir diese Chemietricks weiterhin gnadenlos aufdecken und die Industrie gemeinsam unter Beobachtung halten, dann zeigt jetzt vollen Einsatz. Haut auf den Like-Button, wenn euch diese Fakten die Augen geöffnet haben, und ballert auf das Abo, um Teil unserer Community zu werden. Wir brauchen euren Hype, damit der Algorithmus diese Wahrheit in ganz Deutschland verbreitet. Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir machen weiter mit Platz 9 und einer Marke, die sich gerne königlich gibt: Beamster. Viele von euch greifen zu dieser markanten Packung mit dem blauen Siegel, weil der Käse im Regal so herrlich goldgelb leuchtet. Doch genau hier schnappt die Optikfalle zu, die wir im Labor entlarvt haben. Was für das Auge nach langer, traditioneller Reifung aussieht, ist oft ein cleverer Designtrick. Beamster nutzt bei vielen Sorten den Farbstoff Annatto, deklariert als E160b. Dieser Stoff sorgt zwar für die appetitliche Farbe, täuscht aber darüber hinweg, dass der Käse diese Tönung auf rein natürlichem Wege in dieser kurzen Zeit gar nicht erreichen würde. Für Experten von Magazinen wie Ökotest ist das ein klarer Fall von Schminke, die eine Qualität vorgaukelt, die nicht da ist. Erschwerend kommt hinzu, dass auch bei Beamster in Stichproben
immer wieder Konservierungsstoffe auf der Rinde gefunden werden, die in einem wirklich reinen Käse nichts zu suchen haben. Wenn man bedenkt, dass man für diesen Käse oft zwischen 2,20 € und 2,60 € pro 100 Gramm bezahlt, ist das ein stolzer Preis für ein Produkt, das so stark mit Zusatzstoffen nachhilft. Ihr kauft hier ein Premium-Image, bekommt im Kern aber ein industriell optimiertes Produkt, das im Laborvergleich einfach nicht mit den sauberen Alternativen mithalten kann. Es ist fast schon ironisch. Je schöner der Käse glänzt, desto genauer müsst ihr hinschauen. Auf Platz 8 landen wir bei einer Marke, die wie kaum eine andere für das Versprechen von Natur und ländlicher Idylle steht. Landliebe. Die Packung suggeriert uns glückliche Kühe auf grünen Wiesen und Tradition pur. Doch werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Laboranalyse, bröckelt das Bild der heilen Welt ganz gewaltig. Das größte Problem, das Tester bei Landliebe immer wieder feststellen, ist gar nicht unbedingt der Käse selbst, sondern das, was von außen hineinwandert. In Analysen, wie sie etwa die Stiftung Warentest regelmäßig durchführt, fallen Produkte dieser Kategorie oft durch erhöhte Mineralölrückstände. Mosch auf. Diese Stoffe lösen sich aus der Kunststoffverpackung und wandern direkt in das Fett des Käses. Und falls ihr denkt, das wäre ein Einzelfall, weit gefehlt. Wir haben genau dieses giftige Spiel der Industrie schon einmal entlarvt. In meinem Buttertest kam die schmutzige Wahrheit ans Licht. Und was wir dort in den Proben gefunden haben, hat selbst Experten die Sprache verschlagen. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Butter am Morgen eine reine Schadstoffbombe ist, klickt jetzt hier oben auf das Video. Ihr werdet euren Frühstückstisch danach mit ganz anderen Augen sehen. Platz 7 bringt uns zum absoluten Marktführer in Deutschland: Milram. Fast jeder von euch hatte diesen Käse schon im Kühlschrank. Milram besetzt diese riesige Mitte. Er ist nicht so billig wie der Discounterblock, aber auch kein hochpreisiger Spezialitätenkäse. Doch genau in dieser Mitte liegt das Problem, wenn man ihn unter Beobachtung nimmt. Schauen wir uns die Inhaltsstoffe an, gibt es erst einmal ein Lob. Im Gegensatz zu Marken wie Frico verzichtet Milram bei seinem klassischen Scheibengouda in der Regel auf das bedenkliche Antibiotikum Natamycin auf der Rinde. Das ist ein wichtiger Punkt für eure Gesundheit. Doch das Labor findet bei Milram oft ein anderes Problem, das typisch für große Industriemarken ist: Mineralölrückstände, auch bekannt als Mosch. In Tests, wie zum Beispiel von Ökotest, führt das immer wieder zu Punktabzügen. Diese Stoffe wandern aus der Kunststoffverpackung in den Käse. Da sie sich im menschlichen Fettgewebe oder in Organen anreichern können, sieht das Labor hier kritisch hin. Auch wenn die Industrie oft betont, dass Grenzwerte eingehalten werden. Was viele nicht wissen: Milram gehört zur DMK, Deutschlands größter Molkereigenossenschaft. Das bedeutet, hier wird Milch in gigantischen Mengen verarbeitet. Aber seid gewarnt: Wer glaubt, dass die Probleme erst beim Käse anfangen, der irrt sich gewaltig. Wenn ihr wissen wollt, wie tief der Sumpf bei unserer täglichen Trinkmilch wirklich ist und welche Wahrheiten die Industrie unter dem Deckel hält, dann müsst ihr euch unbedingt meine Analyse zur Milchlüge ansehen. Ich verlinke euch dieses Pulverfass hier oben. Schaut es euch an. Aber seid bereit für das, was ihr dort sehen werdet. Bei einem Preis von oft 1,70 €, damit kommen wir zu Platz 6 und der ersten großen Überraschung in unserem Ranking: Ja von Rewe. Es klingt fast unlogisch. Aber die Laborwerte zeigen uns hier ein Phänomen, das wir immer wieder beobachten. Der günstigste Käse im Regal lässt die teuren Markengiganten oft alt aussehen. Während ihr für diesen Gouda oft nur einen Dauerdiscountpreis von ca. 60 bis 85 Cent pro 100 Gramm bezahlt, ist die Zutatenliste erstaunlich clean. In aktuellen Untersuchungen, wie etwa beim SWR-Marktcheck, schneiden diese Eigenmarken oft mit einem soliden Gut ab. Warum? Weil dieser Käse ein klassischer Schnelldreher ist. Er wird in gigantischen Mengen produziert, vakuumverpackt und landet fast sofort im Laden. Die Industrie spart sich hier oft die teuren Chemietricks zur extremen Haltbarmachung, weil der Käse ohnehin innerhalb weniger Tage abverkauft wird. Im Klartext heißt das für euch: In der Regel findet das Labor hier keine Spur von Natamycin oder künstlichen Farbstoffen.
Es ist schlichtweg Käse in seiner pursten Form, Milch, Salz, Lab und Kulturen. Natürlich müssen wir bei der Wahrheit bleiben, bei einem so niedrigen Preis darf man keine Wunder beim Tierwohl erwarten. Die Milch stammt meist aus konventioneller Haltung. Was bedeutet, dass die Kühe oft keinen Weidegang sehen, aber wenn wir rein auf die laborchemische Reinheit und eure Gesundheit schauen, bietet euch dieser Billigkäse oft mehr Sicherheit als so manche Premium-Marke auf den hinteren Plätzen. Wer also auf sein Geld achtet und keine Lust auf unnötige Konservierungsmittel hat, bekommt hier eine ehrliche Gegenleistung. Auf Platz 5 landen wir bei einer Marke, die für viele der Inbegriff des deutschen Discounts ist. Milsani von Aldi. Dass Aldi im Bereich der Milchprodukte oft die Messlatte für die gesamte Branche legt, ist kein Geheimnis. Aber was das Labor hier im Vergleich zu den teuren Marken findet, ist wirklich bemerkenswert. Milsani Gouda ist das Paradebeispiel für Effizienz schlägt Chemie. Mit einem Preis von aktuell etwa 75 bis 85 Cent pro 100 Gramm kostet dieser Käse oft nur ein Drittel der Markenprodukte vom Anfang unserer Liste. Doch laborchemisch liefert Aldi hier eine Sauberkeit ab, an der sich andere die Zähne ausbeißen. In aktuellen Untersuchungen von Stiftung Warentest und Ökotest schneidet dieser Gouda regelmäßig mit einem Gut ab. Warum ist das so? Aldi nutzt hier das Prinzip des Clean Labels. Da der Käse in extrem hohen Frequenzen umgeschlagen wird, verzichtet die Produktion konsequent auf das Antibiotikum Natamycin, auf der Rinde und auf Farbstoffe wie Annatto. Ihr bekommt hier also ein chemisch unbelastetes Produkt. Ein weiterer Pluspunkt, den Laboranalysen oft hervorheben: die Kontrolle der Verpackung. Während andere Marken mit hohen Mineralölwerten, Mosch, kämpfen, hat Aldi durch sehr strenge Lieferantenaudits das Problem der Migration von Schadstoffen aus der Folie in den Käse meist überdurchschnittlich gut im Griff. Kurz gesagt, Milsani ist der Beweis, dass man für unter 1 € ein laborchemisch einwandfreies Produkt ohne versteckte Antibiotika oder Farbstoffe bekommt. Es ist kein Luxuskäse, aber es ist ehrliches, sauberes Handwerk. Wir bleiben in der Welt der Discounter, steigen aber noch eine Stufe höher zu Milbona von Lidl auf Platz 4. Wenn man sich die großen Vergleichstests der letzten Jahre ansieht, ist Milbona fast schon der Serientestsieger in der Preis-Leistungsklasse. Es ist faszinierend zu sehen, wie ein Käse für gerade einmal 75 bis 85 Cent pro 100 Gramm im Labor teilweise bessere Werte liefert als Marken, die das Doppelte kosten. Was Milbona diesen entscheidenden Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft, ist die Kombination aus extrem hoher sensorischer Qualität und absoluter Reinheit. In Blindverkostungen durch Experten von Instituten wie der Stiftung Warentest landet Milbona regelmäßig auf den vordersten Plätzen, weil Textur, Schmelz und Aroma oft deutlich über dem Durchschnitt von Industriewaren liegen. Doch Geschmack ist das eine, die Laborwerte sind das andere. Und auch hier gibt es wenig zu kritisieren. Milbona verzichtet konsequent auf das Antibiotikum Natamycin und auf künstliche Farbstoffe. Ihr bekommt hier also ein absolut cleanes Produkt, das den Namen Käse wirklich verdient. Ein besonderer Fokus liegt bei Lidl oft auf der Schadstoffprüfung der Verpackung, während viele Hersteller Probleme mit Mineralölrückständen Mosch haben, die aus der Folie in den Käse wandern, zeigt Milbona in den Analysen oft sehr niedrige Werte. Ohne Gentechnik, Faux-Lock und engagiert sich zunehmend in Programmen für Weidemilchqualität. Damit verlassen wir das Standardregal und betreten die Bühne der Top 3. Jetzt wird es spannend, denn wir schauen uns an, was passiert, wenn nicht nur die Chemie stimmen muss, sondern auch die Haltung der Tiere und die absolute Naturbelassenheit im Fokus stehen. Wir betreten jetzt das Treppchen der absoluten Elite, die Champions League der Käsewelt. Auf Platz 3 landen wir bei einer Marke, die in deutschen Reformhäusern und Biomärkten seit Jahrzehnten einen legendären Ruf genießt: Hayala. Wer hier zugreift, sucht meistens nicht nur nach Geschmack, sondern nach einer ganz bestimmten Philosophie. Und das Labor bestätigt, Hayala liefert ab. Was diesen Gouda für viele so besonders macht und warum er im Ranking so weit vorne landet:
ist ein Detail, das oft übersehen wird. Das Lab. Während für herkömmlichen Gouda meist tierisches Lab aus Kälbermagen verwendet wird, setzt Hayala konsequent auf mikrobielles Lab. Das macht diesen Käse zu einem echten Favoriten für Vegetarier. Und alle, die Wert auf eine moderne, ethische Produktion legen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Schauen wir in die Laborergebnisse, wie sie regelmäßig in Bio-Sonderveröffentlichungen oder bei Ökotest auftauchen, sehen wir eine Reinheit, die fast schon klinisch ist. Bei Hayala gibt es keine Diskussionen über die Rinde. Während wir bei Platz 10 noch über Antibiotika gesprochen haben, ist die Rinde hier absolut naturbelassen und frei von jeglichen Konservierungsstoffen wie Natamycin. Auch künstliche Farbstoffe oder gar Mineralölrückstände aus der Verpackung sucht das Labor hier meist vergeblich. Diese Qualität hat natürlich ihren Preis. Rechnet damit, für Hayala oft zwischen 2,50 € und 3,20 € pro 100 Gramm zu bezahlen. Man kauft hier also nicht nur ein Lebensmittel, sondern die Gewissheit, dass im gesamten Prozess, von der gentechnikfreien Fütterung der Kühe bis zur schonenden Reifung, auf Chemie verzichtet wurde. In sensorischen Tests wird Hayala zudem oft für seinen besonders milden, fast schon cremigen Charakter gelobt, der ohne die üblichen industriellen Reifebeschleuniger auskommt. Wer bereit ist, für seine Gesundheit und sein Gewissen tiefer in die Tasche zu greifen, findet hier ein Produkt, das laborchemisch kaum zu schlagen ist. Doch so beeindruckend Hayala auch ist. Es gibt zwei Marken, die im Bereich Transparenz und Tierwohl noch eine Schippe drauflegen und zeigen, dass Perfektion im Kühlregal tatsächlich möglich ist. Wir kommen jetzt zu Platz 2, dem Giganten aus dem Biofachhandel, der beweist, dass man auch ohne jede Schminke ein Star sein kann. Wir biegen auf die Zielgerade ein und kommen zur Silbermedaille. Auf Platz 2 steht eine Marke, die das Rückgrat fast jedes Bio-Supermarkts in Deutschland bildet: Denrey. Wenn ihr in den Bioladen geht, führt an dieser Packung eigentlich kein Weg vorbei. Und das Labor bestätigt, dass das auch gut so ist. Denrey zeigt uns eindrucksvoll, was passiert, wenn man die industriellen Abkürzungen der konventionellen Hersteller einfach weglässt. Während wir bei den hinteren Plätzen oft über Schminke und Konservierungsmittel diskutiert haben, ist die Akte bei Denrey im Labor erfreulich leer. In Tests von Ökotest oder Stiftung Warentest landet dieser Gouda regelmäßig auf den Spitzenplätzen mit der Note „sehr gut". Der Grund dafür ist die kompromisslose Einhaltung der Bio-Richtlinien. Hier gibt es kein Natamycin auf der Rinde und keine Farbstoffe wie Annatto, um eine Reife vorzugaukeln. Der Käse ist so, wie die Natur ihn vorgesehen hat. Besonders beeindruckend ist bei Denrey das Thema Tierwohl. Während die Discounter sich erst langsam in Richtung Haltungsform 3 vorarbeiten, ist bei Denrey der Weidegang und der Verzicht auf Pestizide im Futter seit jeher Standard. Das Labor findet hier dementsprechend keine Rückstände von Glyphosat oder anderen Agrargiften, die bei billigem Käse theoretisch über das Futter der Kühe in die Milch gelangen könnten. Auch beim Thema Mineralöl Mosch aus der Verpackung zeigt Denrey oft vorbildliche Werte, da im Biosegment meist strenger auf die Beschaffenheit der Folien geachtet wird. Preislich müsst ihr für diese Qualität natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Rechnet mit etwa 2,60 € bis 2,90 € pro 100 Gramm. Das ist ein stolzer Preis, aber ihr kauft hier ein Produkt, das in Sachen Transparenz und Reinheit zur absoluten Weltspitze gehört. Ihr bekommt einen Käse, der ohne chemische Krücken auskommt und bei dem die Lieferkette vom Landwirt bis ins Regal lückenlos kontrolliert wird. Es ist eigentlich kaum noch zu toppen. Und doch gibt es eine Marke, die im Labor noch einen winzigen Schritt weitergeht und sich seit Jahren fast ungeschlagen auf dem Thron hält. Wir kommen jetzt zum großen Finale. Der Testsieger, bei dem selbst die kritischsten Prüfer kaum noch ein Haar in der Suppe finden. Wir sind am Ziel unserer Reise angekommen. Der Platz an der Sonne geht an eine Marke, die in fast jedem Laborcheck der letzten Jahre das Maß der Dinge war: Alnatura. Während andere Marken mit Farbstoffen tricksen oder Antibiotika auf die Rinde packen, liefert Alnatura ein Produkt ab, das so rein ist, wie Gouda ursprünglich gedacht war.
In aktuellen Untersuchungen von Ökotest landet der Alnatura Gouda regelmäßig auf dem ersten Platz mit der Bestnote „sehr gut". Das Labor findet hier schlichtweg nichts. Und genau das ist das beste Qualitätsmerkmal. Es gibt keine Rückstände von Natamycin, keine künstlichen Farbstoffe wie Annatto und auch bei den Mineralölrückständen aus der Verpackung liegt Alnatura oft an der untersten Nachweisgrenze. Die strengen Biorichtlinien sorgen zudem dafür, dass keine Pestizidrückstände aus dem Futter in die Milch gelangen dürfen, ein Punkt, den konventionelle Marken oft nicht garantieren können. Preislich liegt der Testsieger mit ca. 2,49 € bis 2,79 € pro 100 Gramm im oberen Segment. Aber interessanterweise oft sogar unter den Preisen mancher Premium-Marken von unseren hinteren Plätzen. Ihr bekommt hier also für ein faires Geld die maximale Sicherheit. Wer Wert auf echte Naturbelassenheit, höchste Tierwohlstandards und ein chemisch absolut sauberes Produkt legt, kommt an Alnatura momentan nicht vorbei. Es ist der Beweis, dass industrielle Fertigung und kompromisslose Qualität kein Widerspruch sein müssen. Da habt ihr es. Unser Ranking der 10 bekanntesten Gouda-Marken. Ich weiß, viele von euch wollen jetzt nicht lange suchen, sondern direkt wissen, wo man die sauberen Alternativen bekommt. Ich habe euch deshalb die Direktlinks zu unserem Testsieger und den besten Biomarken unten in die Videobeschreibung und in den ersten Kommentar gepackt. Dort könnt ihr mit einem Klick die aktuellen Preise checken und sehen, ob sie gerade im Angebot sind. Wenn ihr über diese Links bestellt, unterstützt ihr gleichzeitig diesen Kanal, damit wir weiterhin unabhängig testen können. Für euch kostet das natürlich keinen Cent mehr. Aber jetzt, wie am Anfang versprochen, habe ich jetzt noch den ultimativen 3-Sekunden-Check für euch, damit ihr heute Abend direkt an eurem Kühlschrank prüfen könnt, was ihr da eigentlich gekauft habt. Nehmt eine Scheibe eures Goudas. Wichtig, sie sollte Zimmertemperatur haben und rollt sie vorsichtig zusammen. Ein echter, natürlich gereifter Käse wie unser Testsieger hat eine stabile Eiweißstruktur. Er ist elastisch und lässt sich geschmeidig rollen, ohne zu brechen. Ein Turbokäse, bei dem die Industrie mit chemischen Enzymen die Reifung extrem beschleunigt hat, ist in seiner Struktur instabil. Die Scheibe wird sofort hässliche Risse bekommen oder komplett durchbrechen. Probiert es mal aus und schreibt mir unten in die Kommentare, hat euer Käse den Test bestanden? Oder war es ein Fall für die Tonne? Wenn ihr Teil unserer Bewegung für echte Lebensmittelwahrheit werden wollt, ballert auf das Abo und aktiviert die Glocke. Aber Leute, wir brauchen jetzt echten Hype in den Kommentaren und bei den Likes. Nur wenn ihr dieses Video jetzt richtig pusht, wird die Wahrheit vom Algorithmus durch ganz Deutschland getragen. Macht Alarm, zeigt den Hype und teilt dieses Video mit jedem, der immer noch ohne Plan im Supermarkt steht. Sie werden es euch danken. Schreibt mir jetzt unten in die Kommentare, welches Produkt sollen wir als nächstes im Labor zerlegen? Ihr entscheidet, wen wir uns vorknöpfen. Danke fürs Einschalten, bleibt kritisch und vergesst nicht, wir behalten Sie im Auge. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Unter Beobachtung.